Die war aber trotzdem irgendwie cool. Sie konnte Waffen beschwören, also ich meine, ne? Wer kann das heutzutage schon? So, wir sammeln erstmal den Scheiß ein, den wieder unsere... Ich hätte jetzt beinahe gedacht, so als Running Gag, dass unser Flugzeug wieder kaputt geschossen wird. Als der Typ mit dem Laser geschossen hat. So, gerade repariert, wieder kaputt. Gerade repariert, wieder kaputt. Bin sehr enttäuscht. Aufbrechen. Oder? Wollen wir den nächsten? Ich würde beinahe sagen, weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir gehen zurück zur Stadt. Was sind Nebenquests? Frag nicht so doof. Wir haben doch garantiert nämlich ein paar Nebenquests fertig. Oh, wir haben den Golemfinger. Oh. Ja, das ist, da müssen wie komme ich in die andere Stadt? Müssen wir gleich mal gucken. Da kriegen wir nämlich endlich mal so einen blöden Silberschlüssel für. Hier, ich habe scheinbar ein geheimes Cocktailrezept gefunden. Ich habe keine Ahnung wo, aber hier hast du es. Danke, gibt 10.000 Geld. Nehme ich gerne mit. So, das hier haben wir scheinbar auch gemacht. Wüstenasche. Und das haben wir noch nicht. Avias Säbelrassler. Keine Ahnung. Wölfe haben wir auch getötet für den kleinen Jungen. Oh, du bist kein kleiner Junge, du bist ein kleiner Mann. So, sonst noch was? Okay, dann müssen wir jetzt definitiv erstmal ganz kurz in die... Ich muss gucken, ich will wissen. Ich muss dies, ich muss das. Wir wollen nach Volker. So, und hier haben wir auch... Wobei, der ist, glaube ich, gleich hier vorne, ne? Brauche ich mich, glaube ich, gar nicht teleportieren, der ist gleich hier vorne. Hier hast du Golemfinger. So, ich habe jetzt einen Silberschlüssel. Jetzt brauche ich nur noch eine Silbertruhe. Da ich aber auch tatsächlich gar keine Ahnung habe, wo eine war. Warte mal, können wir für den kleinen Jungen auch noch was abgeben? Ja, können wir auch noch. So. Dankeschön. Quest annehmen. Noch 2 dieser komischen Krabben und dann der haben wir dort. So, hier irgendwo muss doch so eine Silberkiste sein. Ich weiß, dass hier eine ist. Irgendwo. Ich will wissen, was da drin ist. Ich weiß, dass hier irgendwo in der Stadt irgendwo eine war. Quest annehmen. Quest abgeben. Eine Raphael-Münze. Jetzt suche ich hier so eine blöde Kiste und wir finden keine, aber wir haben dafür eine andere Kiste gefunden. Aber es ist nicht die Kiste, die ich suchte. Wird doch irgendwo jetzt eine blöde Silberkiste sein. Mensch. Kann nicht sein, dass wir, als wir das erste Mal hier durchgegangen sind, 20.000 dieser Kisten gefunden haben. Da ist eine. So, da ist doch bestimmt was Gutes drin. Ja, doch, kann man. Es gibt Schlechteres. Hallo, haben Sie einen Quest für mich, junge Frau? Dankeschön. Also die Nebenquesten müssen wir tatsächlich auch so, weil A, wir gehen scheinbar Level up dadurch und B, kriegen wir Geld. Dinge, die wir unbedingt brauchen, sind Geld. Weil das Schmieden, was wir letztes Mal gemacht haben, war nämlich unsagbar teuer. Also mit unsagbar teuer meine ich, es war wirklich unsagbar teuer. Hallo. Da sollen wir eine Wyren töten. Naja, gut, die werden wir schon irgendwann mal bekommen. Die Wyren. Hey, die Silberschlüssel verbrauche ich, ne? Oh ne, die verbrauche ich nicht.
Ach so, den Silberschlüssel behalte ich jetzt. Und kann alle... Ich dachte, pro Kiste kriege ich dann... Oh, das ist nice. Jetzt können wir alle Silberkisten öffnen. Okay, das ist cool. Ich dachte, wir geben den dann ab oder so, dass das so ein einmaliger Schlüssel ist. Das ist aber nice. Dann müssen wir ja wirklich nochmal ein bisschen gucken, ob meine Nase juckt. Da müssen wir gucken, ob meine Nase juckt. Guckt mal rein. Schön, okay. Aber hier haben wir jetzt eigentlich auch alle Quests angenommen. Was dann auch so viel bedeutet, wir haben alle Quests abgegeben. Dann gehen wir jetzt nochmal in die andere Stadt. Wir werden ganz begeistert bestimmt da gleich in dieser riesigen Stadt herumlaufen und sagen, hey, cool, wieder verlaufen. Aber dann können wir noch wirklich ein paar Silberkisten suchen. Das wäre mir sehr... Oh, ich hasse es jetzt schon. Ich bin nur 2 Schritte in dieser Stadt gegangen und die nervt mich jetzt schon. Nebenaufgaben scheinen wir nicht zu haben. Habe ich eigentlich... Verseuchte Luftwege haben wir nur noch. Wir haben fast alles gemacht. Rettung der Krustentiere, Familien... Ja, das ist halt irgendwas Familienmäßiges. Ein Prisma-Chip. Ich weiß gar nicht, wofür wir die brauchen, aber findet sich schon irgendwann irgendwas. What's this? Ich gucke mal, ob wir irgendwelche Silberkisten finden. For me? Ist auch nichts zwischen, ne? Na gut. Okay, was ich aber auch machen wollte, ist wissen, wo ich bin. Wo bin ich? Zum Schmieden möchte ich gerade nicht. Ich wollte eigentlich zum Questschalter da. So, hallo, Mr. Questschalter. Schicksalsepisode. Wir können wieder für uns eine Schicksalsepisode machen. Spazierjam im Wald. Sollen wir? Könnten wir das noch? Okay, sollten wir das eigentlich auch machen, allein schon, um einfach nur Stufe abzukommen. Und er kriegt dadurch LP und Angriff, das ist halt doch immer wichtig. Okay, machen wir erstmal Schicksalsepisode von mir. Early in the morning, before the crew was to head out for a request, I headed to the forest surrounding Folka to conduct a test on Grinoth. On the way, I was stopped by the sight of a young girl watering the vegetable garden by her home, the wet plants sparkling beneath the morning sun. But something felt off about the scene. In contrast to the bright garden, a dark, foul mist seemed to surround the girl. Upon noticing me, she scrambled back into her house. The miasma clung to her as she fled. Sorry, lass. Shouldn't have snuck up on you like that. But that odd mist looked too real to be an illusion, and yet it didn't seem to be doing any harm. I decided to keep an eye out. After all, Folka was bustling with the influx of refugees from Tempeel. And there was no telling what could happen in strange times such as these. Dankeschön, Angrifferhöhung, Lebenserhöhung. Aber noch viel wichtiger ist das hier. Grinoth ripped through the silence of the forest. As I lowered the scythe, the quiet returned.
It was a perfect place for tuning the weapon. At least, it would have been had I not sensed the presence of someone watching. Whoever it was, they had yet to strike, so I assumed they were no threat. Perhaps they were one of Folka's residents. I know you're there. State your business. Turning around, I saw the familiar face of the mist-shrouded girl. That black armor. Your big scythe. Her expression was blank, completely devoid of the cheer she had while watering her garden. Eventually, she spoke as tears welled in her eyes. I'm tired, Mr. Reaper. You can take me away now. The floodgates broke, a steady stream cascading down her cheeks. Mr. Reaper? What are you talking about? I only wanted to grow those little ones, but everything I do hurts them. They all rot away. All I do is cause pain. The girl hung her head and grew silent. It was obvious she had given up on life. It was a feeling I was all too familiar with. Once you've steeled yourself for death, you start thinking there's no other way out. But before I could console her, a monster appeared from the brush and leapt at the girl. I felled it in a single blow, but she gasped at the grisly sight. Fear appeared in her eyes. Good. If she could still fear death, then she wasn't too far gone. Sorry to disappoint, but I'm no Reaper. Most I can manage is to bring you safely home. You'd rather not be monster kibble, right? Need to gather your thoughts? I get it. Life rarely gives us obvious choices. Okay. Keep close. Maybe it was just a trick of the light, but I saw a bit of life return to her gaze. I took a step back toward the village, ready to prove I was no Reaper of the afterlife. Time to go home. Should be this Die ist jetzt way. nicht wirklich hinter uns, ne? Na Gott sei Dank. Ich will kein Begleitquest. That didn't feel like an earthquake to me. Paths blocked by a boulder. Weird. It wasn't here before. Let's look around. Keine Angst, den mache ich schon fertig, Mädchen. Someone's hungry. Stand back. Ja, ich. I'll take care of it. Umbral, eclipse! The moon sets! Violet shadow! Die, perish! You fool! They're going to bring the heat now. You should run. I'm not worth risking your life for. I said I'd bring you home. Besides, I've faced worse than this before. Wir müssen seinen Overdrive leider echt abwarten, weil wir alleine sind. You can't stop fear! Turn off! Death awaits! It's over!
Gott, der ist fast tot. Und der muss halt diesen Overdrive gehen. You can't stop fear. So. Schöner Kampf. Haben wir sehr gut gemacht. Actually defeated that huge beast by yourself. Good. You're not hurt. Now, what do we do about that boulder? I know another way back. It'll take longer, but... Fine by me. You take the lead. Wo denn? Achso, da lang. Ich wäre jetzt hier beinahe einfach nur runtergesprungen und gestorben. Aber schön, wir sind sogar Level abgegangen. Das ist auch gut. Das ist nämlich das, weshalb ich auch gleich noch Nebenaufgaben machen will. Dass wir ein bisschen Level abgehen. Weil ja doch die Level da jetzt ein bisschen großer Unterschied waren. We're not alone. Zombies! I've got them. Das sind nur Zombies. Step up. I'll cut you all down. Battalions of fear. Siehste, waren nur ein paar Zombies. Ready to go? Yeah. What is that? Noch ein Zombie. Nur in groß. You look exactly like a Reaper. I guess I'm no slouch with the scythe. Das war fies, damit habe ich nicht gerechnet. You can't stop fear. Come if you dare. Try and stop me. Gemein, wie soll ich das denn ausweichen? Come if you dare. So, what's this whole obsession with death about? You don't have to answer, but just remember, once you die, that's it. Don't be so hasty to throw your life away. Try and stop me. Die! The moon sets! You're dead! Great Scythe Grenon, I beseech you! Bloody move! Death awaits! Get back. I'll shield you. Try and stop me. Ja, wir haben das Ding auf uns drauf. Nein, wir sind tot. Alter, das gibt's doch ja nicht. Step up. Gott, der hatte nur einen einzigen Schlag gebraucht. Gut, dass wir einen Lebenstrank haben. Reaper? Even if I was, it's not your time yet. Not today. Erledigt. Upon arriving at the girl's home, I was met by a shocking sight. The thriving garden I'd seen before was now gray and withered, its fruits and vegetables rotting away. How could all the life have been sucked from this place in such a short span of time? When I looked at the girl, she purposefully avoided my gaze. I decided against questioning her for the moment. Whatever's going on, I might be able to help. But we can talk about that later. You should rest. Okay. She took an unsteady step through the door of her home. As I watched her go, I felt eyes on the back of my head.
But when I turned around, no one was to be found. Yeah, I doubt I imagined that. I spent a few moments scanning the perimeter, but soon found nothing of concern. I decided to call it a day. Sehr schön, neuer Siegelslot brauchen wir auf jeden Fall.